In einer nicht allzu fernen Zukunft stürzt Europa ins Chaos, als durch ein mittlerweile erschreckend realistisches Szenario ein etwas weiter östlich liegendes Land in dessen Grenzstaaten einfällt. Das ist im Groben die Ausgangssituation von Global Conflagration, welches euch in bester C&C Generals Echtzeitmanier auf die Schlachtfelder Europas führen möchte. Global Conflagration. Vorab muss ich sagen, dass ich schon in zig Kommentaren von euch gelesen habe, doch endlich auch etwas zu Global Conflagration zu bringen. Tatsächlich saß ich an diesem Skript auch schon zweimal, musste aber immer wieder frustriert abbrechen, da die Informationslage zu diesem Spiel beängstigend dünn ist. Grund dafür ist, dass es sich hier um ein typisches Steam-Indie-Projekt handelt, welches von, und da fängt's schon an, CTLN7 und Neok entwickelt wird, zu denen man im Netz erstmal nicht viel bis gar nichts findet. Wie es scheint, handelt es sich hier um zwei Einzelpersonen und nicht wie auf Steam angegeben um zwei zusammenhängende Firmen. Egal. Denn mal davon ab, dass die PR desaströs ist, nicht mal die Steam-Page oder deren Discord mit Infos glänzen kann und Leuten wie mir nicht mehr Steine in den Weg legen könnte, steckt doch hinter dem ambitionierten Projekt auf den ersten Blick ein waschechtes RTS-Game, welches ganz klar von Genregrößen wie Command & Conquer Generals oder Company of Heroes inspiriert wurde. Storytechnisch wird also Europa durch die Machenschaften eines, Zitat, schwer fassbaren privaten Militärunternehmen wieder einmal ins Chaos gestürzt. Hä? Zitat weiter. Am Rande des Geschehens bemühen sich die europäischen Staaten, eine kohärente Militärunion zu bilden, um der Bedrohung zu begegnen. Okay. Wird es der renommierten EDU, also der ersten spielbaren Partei im Spiel, gelingen, ihre bürokratischen Hürden zu überwinden und die gefallenen Stücke aufzusammeln? Okay, vielleicht ist die Diebli-Übersetzung hier nicht gut genug oder hier steht wirklich nur Stuss. Jedenfalls steht das so in der Spielbeschreibung auf Steam. Also lasse ich es an dieser Stelle auch im dritten Anlauf gleich ganz mit der Story, auf die ich mir keinen Reim machen kann und natürlich lieber was zum Spiel selbst. Zunächst mal, das Spiel ist echt. Das beweisen zwei Demos, die zeitlich begrenzt in den letzten beiden Jahren verfügbar waren und von denen, die es gespielt haben, nicht als Vollschrott abgestempelt wurden. Genauer gesagt war Global Conflagration zuletzt beim Steam Next Fest im Februar 2024 spielbar, welches ich leider selbst verpasst habe und mit welcher ein baldiger Early Access Release noch für dieses Jahr versprochen wurde. Im Spiel habt ihr die Wahl zwischen der European Defense Union, der Carpadia und den Vanguard PMC, also klassisch 3 spielbaren Fraktionen. Ebenfalls RTS klassisch zieht ihr zu Beginn eine eigene Basis hoch und bildet erste Truppen aus, um euch dann, nicht ganz so klassisch, auf der Karte Point of Interest zu sichern. Durch diese eingenommenen Sektoren generiert ihr automatisch Einkommen, um noch mehr bauen zu können und so weiter. So kämpft ihr in Global Conflagration also nicht direkt gegen die feindliche Basis, sondern erarbeitet euch Stück für Stück die Map Control, um euch so einen Vorteil gegenüber eurem Gegner zu verschaffen. Dafür stehen euch dann neben Infanterie und etlichen Militärfahrzeugen auch Hubschrauber und Flugzeuge zur Verfügung. Schifffahrt gibt es nicht. Das Spiel soll zusätzlich eine koop-freundliche Kampagne bieten, was auch immer das heißen mag, und Multiplayer bis zu 8 Spielern unterstützen. Anhand des Demo-Feedbacks möchte man jetzt noch intensiv die KI verbessern, Quality-of-Life-Features integrieren, damit ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt und dann auch noch ein Matchmaking-System ergänzen. Ich sag's euch ehrlich, Global Conflagration sieht nicht nach einem Totalausfall aus. Aber die Präsentation und alles drumherum lassen eher ein 0815 RTS-Spiel erwarten, welches wohl gegen kommende Titel wie Tempest Rising oder Red Chaos kein Land sehen wird. Fans von Generals können aber immerhin mal ein Auge drauf werfen,
Denn es ist ja nicht so, dass wir mit diesem Setting von RTS-Spielen überhäuft werden würden. Wie ist denn euer Eindruck zum Spiel? Ab in die Kommentare damit. Falls sich hier noch etwas Unerwartetes tut, werde ich natürlich berichten, also gerne ein Abo da lassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.